Wir schreiben das Jahr 2024, in dem Ärzte Social Media haben, in denen Heilpraktiker bei Instagram, bei TikTok und so weiter zu sehen sind. Die Generation ist geswitcht, die Zeit ist eine andere. Nice. Wir müssen aufwachen und uns updaten. Wir sind angekommen in einem Zeitalter, wo Ärzte nicht mehr privat sind. Wo Ärzte das, was sie hinter verschlossenen Türen machen, nicht mehr so ganz geheim halten oder geheim halten möchten. Sie treten nach außen, sie sind nicht mehr die Menschen, die man so komplett ernst nehmen sollte, Wait a minute. beziehungsweise schon mit Respekt behandeln sollte, aber wo man heutzutage mehr vom Privatleben sieht und man viel mehr auch von ihnen lernen kann, ohne in ihre Praxis zu gehen, ohne ein Seminar zu buchen, ein Zoom-Call oder was auch immer. Der Content ist auf YouTube, auf Instagram, überall vorhanden und die neue Generation schafft es, dass der Durchschnittsmensch sogar Wissen geschenkt bekommt durch Content, durch Videos, Fotos und so weiter, die er einfach nur anschauen muss, lesen muss. Und hier kann man auch interagieren mit dem Arzt, mit dem Heilpraktiker, indem man ganz einfach seine Story anschaut, seine Beiträge anschaut. Sie posten hier mehr private Sachen, die man früher von irgendwelchen Ärzten niemals gesehen hätte. My time has come. Nicht, weil sie es nicht posten wollten, aber es gab ja früher diese ganzen Chancen nicht, diese ganzen Möglichkeiten für die Ärzte und Heilpraktiker selbst. Deswegen ist es wichtig, im Kopf umzustellen und nicht mehr das fixe Bild vom Arzt oder vom Heilpraktiker oder vom Psychologen, welcher Beruf auch immer, zu sehen, sondern hier ein bisschen Variabilität, bisschen Freiheit und Gestaltungsräume zu bieten für diese Berufe, da sie sich weiterentwickeln, sich vergrößern und mehr publik gehen, in die Masse gehen. Perfect. Dürfen wir ganz klar zuschauen, was diese Personen auch in ihrer Freizeit machen, ob die auf irgendeiner Party sind, ja, und sich besaufen, was vielleicht auch ein eher negativer Aspekt ist, den man hier beleuchten kann. Aber ich möchte einfach nur verdeutlichen, dass es einfach präsenter geworden ist, dass man sieht, was diese Person privat macht, was diese Person bei der Arbeit macht. Das heißt, wir dürfen mehr freien Content nutzen, wir dürfen mehr lernen, wir dürfen die Person individueller und näher kennenlernen, als es früher der Fall war. Ich finde, diese Möglichkeit ist überragend gut und hat viele, viele Vorteile für beide Seiten, weil der Arzt sozusagen sein Leben mehr nach außen tragen kann. Er kann seine private sowie berufliche Seite zeigen. Aber der Konsument bzw. der Durchschnittsmensch, der diesem Arzt sozusagen vertraut, ihn anschaut und ihn sozusagen annimmt als Respektsperson, darf von ihm lernen, der darf von ihm Persönlichkeit erwarten und sehen durch die ganzen Stories oder Reels oder YouTube-Videos allgemein. Das ist einfach schön, dass man diese Fassade nicht mehr hat, einfach die Person wirklich kennenlernen darf mit den vielleicht Stärken und Schwächen oder einfach mit dem privaten Raum von den Hobbys, von den Lieblingssongs, Farben, Büchern und, sodass man die Persönlichkeit mehr kennenlernt und die Person einfach mehr mit sich verbinden darf. Das ist einfach ein wunderschöner Aspekt, der hier ganz klar im Vordergrund ist. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas näher bringen, was heutzutage einfach nur präsent geworden ist und was vielleicht gar nicht so viele auf dem Schirm haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.